Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und an einem stürmischen, regnerischen und kühlen Junitag. Wir haben 15 Grad draußen, es ist eigentlich eher wie Frühherbst und ja, ich habe mal wieder Lust. Ich habe lange nicht einfach mit Farben gespielt und ein bisschen gekritzelt hinterher und das möchte ich heute mal machen. Eine Technik, die für absolut jeden geeignet ist, der gerade anfängt mit der Aquarellmalerei. Probiert es aus. Es macht Spaß, es macht den Kopf frei, ihr könnt abschalten dabei und am Ende seid ihr bestimmt ganz erstaunt, was für ein kleines Kunstwerk dabei rauskommt. So, ich habe heute tatsächlich mir mal ein heiß gepresstes Papier geschnappt. Das ist das Britannia von Hannemühle. 300 Gramm Papier, das hat DIN A, das ist DIN A4, nee, ist ein bisschen größer sogar, 24 mal 32 Zentimeter. Alles, was ich benutze, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne rein, wenn euch ein Material besonders interessiert. Guckt da gerne rein und ihr werdet fündig werden. Ja, und wir legen einfach mal los. Ich habe hier meine beiden Farbkästen. Das sind die Farben von Victoria von VH Aquarell. Auch die sind unten verlinkt. Und das ist hier eine bunte Mischung, Zusammenstellung von 2 oder 3 Kästen von Paul Rubens. Die habe ich mir selber in einen größeren Kasten zusammengebaut, weil ich hasse immer diese einzelnen kleinen Kästchen. Und habe mir dann die Farben so zusammengebaut, wie ich sie brauche. Und ja, ich bediene mich immer, Entschuldigung für den Lärm, ich bediene mich immer bei beiden Kästen gemischt. Also wenn mich jemand fragt, was hast du denn jetzt gerade da für eine Farbe genommen, müsste ich schon sehr genau hinschauen, um zu gucken, was denn das wohl war. Ja, und ich nehme heute hier einen von meinen Fumui-Pinseln, einen flachen 16er habe ich noch gar nicht benutzt. Das Schöne an dem Pinsel ist, ihr könnt ihn flach benutzen und ihr könnt ihn hochkant benutzen. Und das macht ganz tolle Effekte. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Farben sind eingeweicht. Immer schön mit Wasser vorher die Pigmente aktivieren. Dann ist es leichter. Ihr rührt nicht so in euren Farben rum. Und ihr braucht bei Aquarellfarben gar nicht viel Pigment. Je mehr Wasser im Pinsel ist, desto heller ist die Farbe. Und worauf habe ich denn mal Lust? Ich habe hier so einen schönen Ton. Und ich werde jetzt heute einfach mal, glaube ich, ein bisschen Linien ziehen. So was passiert, bin ich der Meinung, wenn man mit fettigen Fingern sein Papier anfasst. Dann kann mal so etwas passieren wie eben. Na, habt ihr gesehen? Und ja, ich setze die gleiche Farbe hier nochmal ein bisschen intensiver rein und ziehe sie mir hier nochmal rüber. Auch ich denke immer, ich gehe so vorsichtig mit meinem Papier um, aber ihr seht selber, auch bei mir passiert das. Das, was ich abgeklebt habe, ist übrigens ganz normales, feines Malerkrepp. Ich glaube, das ist von Action oder so. Keine teure Marke. Wichtig ist, wenn ihr es hinterher abziehen wollt, dass ihr dazu einen Föhn benutzt, sonst macht ihr euch das kaputt. So, und jetzt haben wir hier noch so eine schöne Farbe, passend von Victoria dazu. Ja, ich mache heute einfach mal. Ich weiß noch nicht, was rauskommt. Ton. Ich liebe es, wenn sowas passiert, wenn es läuft, wenn es Kanten bildet. Wer das nicht mag, muss jeden einzelnen Strich erstmal trocknen lassen.
So, ihr Lieben, der erste spaßige Teil ist vorbei, ist getrocknet. Jetzt geht es an den zweiten spaßigen Teil, nämlich das Kritzeln und Dudeln. Ich habe mir dafür von meinen neuen Acrylstiften ein paar passende rausgesucht. Die sind aus dem Arx Acrylic Marker Set, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, dann habe ich mir einen Fineliner geschnappt. Und für alle, die nicht wissen, was sie jetzt machen können, ich verlinke euch unten mal 2 Videos von mir. Mustersammlungen habe ich mal erstellt, ja. Und die habe ich mir hier in so einem kleinen Ring gezogen. Und immer, wenn einem mal nichts einfällt, kann ich euch das nur empfehlen. Dann könnt ihr gerne mal eure Sammlung zur Hand nehmen und schauen. Und da sind ganz wunderbare Muster bei. Und gucken, was euch vielleicht gefällt, was ihr vielleicht in eurem Bild aufnehmen möchtet. Ihr habt jetzt ganz viele Möglichkeiten. Ihr habt unfassbar viele freie weiße Flächen, die ihr bearbeiten könnt. Ihr könnt natürlich aber auch die ganzen Formen, die ihr gemalt habt, nutzen. Und das werde ich jetzt mal machen. Ich habe jetzt hier so einen schönen Meeresgrünen und ich habe hier diesen Bogen und den werde ich mir jetzt einfach mal mit so ein paar unterschiedlichen Blöcken hier bemalen. Das Besondere an diesen Acrylstiften ist ihre Pinselspitze und dass sie nicht zum Pumpen sind, sondern die Farbe läuft von alleine nach. Mit der Spitze kann man auch verhältnismäßig fein arbeiten. Ne? Und ja, das macht sich doch schon mal richtig gut. Das gefällt mir.
So, ihr Lieben, es ist auch mir passiert, mir ist das Papier kaputt gegangen. Heiß gepresstes Papier ist sehr glatt und es klebt super gut drauf und ich habe mir echt Zeit gelassen, aber hier am äußeren Rand ist mir auch was abgerissen. Das ist in dem Fall nicht schlimm, weil der Rand breit genug ist und ich kann das einfach noch verschmalern. Das ist immer noch eine Kante. Wer das auf jeden Fall verhindern möchte, muss in teures Klebeband investieren. Hätte ich das Frog Tape genommen, wäre das nicht passiert. Ja, es ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein Klebeband, das geht auf jeden Fall heil runter. Ja, doof, aber gut, ist dann so. Ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz glücklich mit dem Werk, wie es geworden ist. Irgendwie scheint die Sehnsucht nach mehr und Frische daraus zu sprechen, aus diesem Bild. Und ja, ich löse es jetzt mal vom Block. Ich schneide es noch zurecht und melde mich gleich nochmal. So, da ist es, ihr Lieben. Eingekürzt, immer noch gut mit dem Passepartout-Rand, immer noch schön. Die Farben mag ich leiden. Ihr habt gesehen, ich habe ganz viel Materialien benutzt, die ich zu Hause habe. Aquarellfarben, ich habe die neuen Acrylstifte hier benutzt, die sind unten verlinkt. Ich habe meine Wuma Buntstifte benutzt, die sind unten verlinkt. Fineliner sind unten verlinkt. Nutzt einfach die Sachen, die ihr zu Hause habt und fangt einfach an und habt keine Angst. Man kann aus all solchen Kritzeleien was machen und am Ende entsteht so ein kleines Kunstwerk. Ne? Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, der lässt mir gerne einen Daumen da. Wer noch nicht abonniert hat, lässt vielleicht auch gerne ein Abo da. Oder hypt mal ein Video von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.